Moin Moin! Bei uns ist heute Reisetag und das wird ganz schön aufregend, denn wir haben noch nichts gebucht. Wir wollen von Moalboal nach Singapur. Dabei fahren wir mit dem Bus, 2 Tuk-Tuks und 2 Fähren. Online kann man da vorher nichts buchen, also machen wir alles spontan und müssen gucken, ob es klappt oder nicht. Aber ihr werdet sehen. Von hier soll alle halbe Stunde oder alle Stunde der Bus fahren. Wir wissen es nicht genau. Aber wir warten jetzt hier und schauen mal, ob der Bus kommt. Seid ihr bereit? Yay! Hey. Aber ganz hinten sind die besten Plätze. Unsere Tickets. Also, wir haben jetzt den Bus bekommen nach Batu. Der fährt 2 Stunden. Wir haben den Konduktor gefragt. Und so sieht es hier im Bus aus. Ich habe für das Ticket bezahlt. Für 2 Personen 230 Pesos. Das sind ungefähr 4 Euro. Wir sind jetzt in Batu angekommen. Die Busfahrt hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Und jetzt fahren wir mit dem Tricycle nach Liliuan Port. Und von dort nehmen wir dann die Fähre. Wir sind jetzt in Liliuan Port angekommen und konnten von hier direkt Tickets nach Damaget kaufen. Von dort aus werden wir dann eine andere Fähre nach Siquijor nehmen. Und dann sind wir auch schon da. Die Busfahrt ging auf jeden Fall schneller als gedacht und statt 2 Stunden haben wir nur 1,5 gebraucht. Die Fahrt war sehr holprig, aber dafür war es ein Erlebnis. Und die Tricycle-Fahrt ging auch sehr schnell. Etwa 10 Minuten sind wir gefahren. Wir haben dem Fahrer jeweils 100 Pesos gegeben. Der hat uns dann sicher nach Liliuan Port gebracht. Isabel geht's leider heute am Reisetag nicht gut. Ausgerechnet heute. Wir sitzen jetzt auf der Fähre. Isabel ist wie immer seekrank und hat jetzt schon richtig viel Lust. Gleich geht die wilde Fahrt los. Oh Mann, wir waren vorhin kurz verwirrt, aber jetzt ergibt alles wieder einen Sinn. Denn unsere Internetrecherche hat ergeben, dass wir keine Fähre direkt nach Damaget bekommen. Aber vorhin klang es dann so und jetzt sind wir doch nach Sibulan gefahren. Wir müssen jetzt nochmal einen Tricycle nehmen, also einen Tuk-Tuk, nach Damaget. Dann können wir nach Singapur fahren. Alles klar, jetzt geht's weiter mit dem Tuk-Tuk nach Damaget. Wir werden 300 Pesos bezahlen. Seid ihr bereit? Das Tuk-Tuk ist ja riesig im Vergleich zu eben den. Da kriegen wir ja locker alles unter. Hallo! Wir haben bereits ein Ticket für die Fähre ergattert. Wir fahren mit dem gelb-roten Schiff, das von Anicastar. Es gibt verschiedene Anbieter, die zu verschiedenen Uhrzeiten fahren. Ja, dann nimmt man einfach das nächstbeste und dann geht's los. Wir müssen jetzt noch 1,5 Stunden warten, bis die Fähre fährt. Mal gucken, was wir in der Zeit machen. Wir sind jetzt in Damaget in der Wartehalle und ich habe mir einen leckeren Smoothie geholt. Dann lässt es sich schon viel besser aushalten hier. Sagen es vor der Fährfahrt. Aber ich bin mir sicher, die Fährfahrt wird nicht so schlimm. Eben die war auch ganz gut und die hier wird jetzt auch gut.
Da ist das gute Stück. Und das ist jetzt der letzte große Akt, bevor wir in Siquijor sind. Und dann geht es nur noch aufs Tuk-Tuk und dann sind wir schon da. Hello. Hello. Isabel fühlt es leider gar nicht. Hoffentlich wird die Fahrt gut. Mädels schlafen alle. Die Fahrt ist so lala. Keiner ist am Kotzen. Ich glaube, das ist gut. Autsch. Ich habe mir erstmal den Kopf gestoßen. Aua. Ich trage jetzt 2 Backpacks. Isabel fühlt sich leider immer noch nicht besser. Hoffentlich liegt jetzt nicht ein paar Tage flach, wo wir auf Siquijor sind. Wir haben es geschafft. Wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo noch einen Tuk-Tuk finden. Wir müssen jetzt noch ungefähr 20 Minuten zur Unterkunft fahren. Und dann ist der Reisetag geschafft. Open car. Open wir vor. Los geht die wilde Fahrt. Was soll ich denn jetzt sagen? Also, wir haben jetzt einen willigen Tuk-Tuk-Fahrer gefunden. Für 400 bringt er uns jetzt zu unserer Unterkunft. Ja, tschüss. Ordnet, wo wir überall lang sind. Hat ihr die Preise alle auch nicht? Mittlerweile bin ich jetzt frisch geduscht. Wir waren jetzt ungefähr den halben Tag unterwegs. Wir sind heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und haben um 6:30 das erste Tuk-Tuk genommen. Und mit dem letzten Tuk-Tuk sind wir dann um 2 Uhr bei der Unterkunft angekommen. Um nach Siquijor zu kommen, haben wir heute 7 verschiedene Transportmittel benutzt. Zuerst sind wir von unserer Unterkunft aus mit dem Tuk-Tuk zur Bushaltestelle nach Moalboal gefahren. Von dort aus haben wir dann den Bus nach Barto genommen. Da wiederum sind wir dann in ein Tuk-Tuk gestiegen, das uns nach Lillooet gebracht hat, von wo aus wir dann die Fähre nach Sibulanport nehmen konnten. Dort sind wir dann erneut in ein Tuk-Tuk, um zum Dumaguete-Port zu gelangen. Dort konnten wir dann die letzte Fähre für den Tag nehmen, nach Siquijor Port und dann noch ein letztes Mal ins Tuk-Tuk, um endlich zur Unterkunft zu gelangen. Insgesamt haben wir übrigens 33,90 € bezahlt. Die Preise sind für 2 Personen. In der Videobeschreibung könnt ihr dann auch nochmal unsere Reiseroute nachlesen und wie viel wir wo bezahlt haben. Wir waren überrascht, wie gut der Tag verlaufen ist. Man konnte ja im Vorhinein nichts buchen und auch die Abfahrtzeiten waren nicht wirklich einsehbar. Vielen Dank fürs Anschauen.